Herzlich willkommen zu unserer Musikreise. Herzlich willkommen zu unserer Musikreise. Hallo, liebe Freunde. Heute machen wir eine neue Musikreise in die Welt der Noten. Noten sind wie Buchstaben der Musik. Mit ihnen können wir Musik lesen und spielen. Heute entdecken wir, woher die Noten kommen und warum es genau 7 Noten sind. Und noch mehr, wir entdecken ein musikalisches Geheimnis. Ein Intervall, ohne dass es Musik, wie wir sie kennen, nicht gäbe. Seid ihr bereit? Dann beginnt unsere Reise! Die Geschichte der Noten ist die Geschichte der Musik, vom Gesang zu den Instrumenten. Vor sehr langer Zeit im alten Griechenland schrieben die Menschen die Töne mit Buchstaben auf. Dabei half ihnen das griechische Alphabet. Sie verwendeten eine diatonische Tonleiter mit 7 Tönen. Aber woher kommen diese 7 Töne? Der griechische Gelehrte Pythagoras entdeckte, dass die Höhe eines Tons von der Länge einer Saite abhängt. Wenn man eine Saite in 2 Teile teilt, hören wir einen Ton, der gleich klingt, aber höher ist. Das nennt man Oktave. Teilt man die Saite in 3 Teile, entsteht eine Quinte. Und wenn man die Saite in 4 Teile teilt, hören wir eine Quarte. Diese Intervalle klingen besonders harmonisch. Die Entdeckungen gehen weiter. Schon Pythagoras bemerkte, Musik entsteht aus Zahlen. Eines der wichtigsten Intervalle ist die Quinte. Und genau hier beginnt die Magie der Zahl 5. Die Quinte ist der 5. Ton. Und die Zahl 5 galt seit der Antike als etwas Besonderes. Die Quinte ist nicht nur ein Intervall, sie ist ein Prinzip, das wir in der gesamten Musik wiederfinden. Aber wenn wir tiefer schauen, beginnt sie nicht in der Musik. Die Zahl 5 hatte schon immer eine besondere Bedeutung. In der Natur gibt es 5 Elemente: Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Ein altes Symbol der Harmonie ist das Pentagramm, der 5-zackige Stern. Er erinnert an den Menschen mit ausgebreiteten Armen. Er symbolisiert das Gleichgewicht zwischen Mensch und Welt. Und genau dieses Prinzip finden wir im Menschen wieder. Wir haben 5 Finger. Damit berühren wir die Welt. Und wir haben 5 Sinne. Durch sie nehmen wir die Welt wahr. Sehen, wir erkennen die Welt. Hören, wir hören Klänge und Musik. Riechen, wir nehmen Gerüche wahr. Schmecken, wir unterscheiden Geschmäcker. Tasten, wir fühlen Form und Bewegung. Der Mensch ist sozusagen in die Zahl 5 eingebettet. Die Quinte als Grundlage der musikalischen Welt, die Architektin der Musik. Mit Hilfe der Quinte entstehen die Pentatonik, Dur- und Ganztonleitern, die Reihenfolge der Kreuze und Bs, ihre Umkehrung, die Quarte. Mit Hilfe der Quinte entstehen die musikalischen Schlüssel, Dur- und Moll-Dreiklänge, die wichtigsten harmonischen Zentren, Tonika, Subdominante, Dominante, der Quintenzirkel. Und sie ist sogar mit der Naturtonreihe verbunden. Baut man die Quinten Schritt für Schritt auf, entstehen 7 Grundtöne: A, B, C, D, E, F, G. A war der tiefste Ton der Stimme, deshalb begann das musikalische Alphabet mit A. Im 5. Jahrhundert entwickelte der italienische Mönch Guido von Arezzo eine neue Methode, um singen zu lernen. Er benutzte eine lateinische Hymne und nahm die ersten Silben jeder Zeile. Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La. Später wurde Ut zu Do und man fügte noch Si hinzu. So entstand die bekannte Reihe Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Jetzt kommt eine spannende Geschichte. Im Mittelalter gab es ein Intervall, das schwer sauber zu singen war. Man nannte es der Teufel in der Musik, der Tritonus. Um dieses Intervall zu vermeiden, senkten Musiker manchmal den Ton B. So entstanden 2 Zeichen: B-Molle, das weiche B, und B-Quadratum, das harte B. Das harte B sah in alten Handschriften wie der Buchstabe H aus. Darum ist es im deutschen Notensystem so: B ist ein erniedrigter Ton, H ist der natürliche Ton. Und die Geschichte geht weiter. Alle Vorzeichen kommen von einem einzigen Ton, vom natürlichen B, dem B-Quadratum, B-Carré. Dieses Zeichen veränderte sich mit der Zeit. So entstanden neue Zeichen, das Auflösungszeichen und das Kreuz. Alle kommen von diesem einen Zeichen, dem B-Quadratum. So entstanden besondere Zeichen, mit denen man die Tonhöhe verändern kann. Das Kreuz erhöht den Ton um einen Halbton. Das B erniedrigt den Ton um einen Halbton. Das Auflösungszeichen bringt den Ton zurück zu seinem natürlichen Klang. Und jetzt kommt ein kleines Geheimnis. Diese Zeichen können auch den Namen der Note verändern.
Beim Kreuz bekommt die Note ein kleines Is am Ende. Beim B bekommt die Note ein kleines S am Ende. Und jetzt schauen wir, wie man Musik aufschreibt. Früher gab es unsere heutigen Noten noch nicht. Stattdessen verwendete man sogenannte Neumen. Sie zeigten nur die Richtung der Melodie, nach oben oder nach unten, aber nicht die genaue Tonhöhe und keinen Rhythmus. Im 9. und 10. Jahrhundert machte der Mönch Hucbald einen wichtigen Schritt. Er fügte die erste Linie hinzu. Um das Jahr 1025 machte Guido von Arezzo eine große Entdeckung. Er fügte 3 weitere Linien hinzu. Nach und nach entwickelte sich das System weiter. Und ungefähr im 16. Jahrhundert entstand in Frankreich das Notensystem, das wir heute verwenden. Mit 5 Linien, auf denen die Noten in Terzen angeordnet sind, also mit einem Tonabstand. Die Geschichte der Noten ist nicht nur die Geschichte von Zeichen. Sie ist die Geschichte davon, wie der Mensch gelernt hat, Musik zu hören, zu verstehen und zu bewahren. Von einfachen Klängen zur Harmonie, von der Intuition zu Gesetzen und Zahlen. Und heute erkennen wir, Musik ist kein Zufall, sondern Teil einer größeren Ordnung der Welt. Und vielleicht berühren wir jedes Mal, wenn Musik erklingt, etwas Größeres. Ich wünsche euch, dass ihr die Musik überall hören könnt. In der Natur, in den Klängen und vor allem in eurem Herzen. Bis zu neuen musikalischen Begegnungen! Bravo, Benjamin! Herzlichen Glückwunsch! Danke, meine Freunde!